Yeah, we'll make a U-turn. 16.000 Inseln und Schären, fast 15.000 Einwohner, ein Zuhause. Das Schärenmeer von Pargas gehört zu den am dichtesten besiedelten der Welt. Wir zeigen, wer es lebendig macht und warum man hier trotzdem so gut entspannen kann. Sonnenaufgang im Mai, 4:30 Uhr. Oh wow, guten Morgen. Ich habe so gut geschlafen. Man hört hier nichts. Außer Vögel. Ich glaube, es hat ein bisschen geregnet heute Nacht. Dann hört man das natürlich auf dem Zelt. Aber ansonsten ist eine Ruhe hier. Traumhaft. Außer mir und den Vögeln ist offenbar noch keiner wach. Zeit für mich anzukommen in diesem finnischen Insellabyrinth. Ja, bei so vielen Inseln und Inselchen macht es schon Sinn, wenn man mal auf die Karte guckt. Hier sieht man nämlich ganz deutlich, dass man diesen Archipel vor allen Dingen über 2 Ringstraßen entdecken kann, immer zwischen Mai und September. Die eine Ringstraße, die kleine, führt hier lang und ist 120 Kilometer lang und die große führt raus über den Außenarchipel und ist 250 Kilometer lang. Und einer der wichtigsten Tipps, und den nehmen wir natürlich direkt mit, ist, diese Straße auch mal zu verlassen, um das Leben im Archipel am besten zu verstehen. Und deswegen starten wir unser Inselabenteuer genau hier. Wir sind auf Brandshaire im Süden des Archipels. 1 Kilometer lang, 500 Meter breit. Eine der eher kleineren bewohnten Felsenhügel. Seit 2012 ein finnisches Glamping-Paradies und so etwas wie ein Vorzeigeobjekt, das Leben und Arbeiten auf abgelegenen Inseln funktioniert. Lass mal aufmachen und sehen, was die uns für ein Chaos hinterlassen haben. Ich ziehe meine Schuhe aus. Ah, du gehst rein und ich nehme alles an? Das geht alles in die Wäsche. Simon Strömsund ist einer der Firmengründer von Living Archipelago und macht hier noch ziemlich viel selber. Im Mai werden die Zelte aufgebaut, im Oktober wieder ab. Eigentlich wollten sie Tiny Houses bauen, aber dafür gab es keine Genehmigung. Jedes Zelt hat Strom und die größeren haben sogar eine kleine Küche mit Kühlschrank und Licht. Heutzutage ist es den Gästen wichtig, dass jeder sein Telefon oder seinen Computer laden kann, falls sie arbeiten wollen oder so. Ja, wir sind ja auch nicht hier zum Quatschen. Dann lass uns arbeiten. Weil die Zelte meist nur für eine Nacht gebucht werden, ist der Reinigungsaufwand recht hoch. Erst in der Sommersaison ab Juli haben sie dafür extra Personal. So, fühle mich wie zu Hause. Beim Start vor 10 Jahren war Glamping in Finnland noch recht neu. Doch der Mut zum Luxuszelt hat sich ausgezahlt. Done? Yes, Looks done. nice. Yes, good work. Have a seat for a minute. Yeah. Wir machen alles mit Respekt vor der Natur. Wir wollten einen Platz finden, wo wir nicht viel verändern müssen. Wenn wir jetzt 10 Leute wären, könnten wir das anheben und damit weglaufen. Es ist nichts verschraubt. Und das hast du bestimmt schon 1000-mal gemacht. Mindestens 900 Mal. Der 36-Jährige hat Kunst und Theater studiert. Er liebt die Inselwelt und er liebt es, kreativ zu sein. Das Design ihrer Ferienhäuser war eine besondere Herausforderung für das junge Unternehmen. Als Teenager hat sich Simon auf Baustellen Geld dazu verdient. Erfahrung, die sich ausgezahlt hat. Mit Holz von der Insel konnten sie effektiv bauen und mit selbstgebauten Werkzeugen Geld sparen. Die schweren Stämme für das große Haus haben wir mit Bootshängerwinschen gezogen. Ein Kran wäre einfacher gewesen, aber das ist ja Schummeln.
That's cheating. So, yeah, when you start your career. Wenn du gerade anfängst und nicht viel hast, musst du eben kreativ werden, wie du es selber hinkriegst. If you meet a problem, it's Es ist eine gute Art zu lernen. Ich finde die beste. Die Schule des a good Lebens. way to learn. The best way to learn, in my opinion, the school of life. And but of course, you need. Man sollte aber schon wissen, wie man einen Hammer benutzt. Und aufgeschlossen sein ist eigentlich alles, was du brauchst. It's gonna help you, but other than that, open mind. That's all you need. Next work to do. Shop is open. Shop is open. Where's Linus? Geschäftspartner Linus Söderlund baut gerade einen neuen Schuppen. Ohne ihre Kreativität und ihr Improvisationstalent wären die jungen Männer hier wohl schon längst gescheitert. Hi, hi. Die Schulfreunde sind eine Bootsstunde von hier aufgewachsen und wussten schon in der 10. Klasse, dass sie zusammen arbeiten wollen. Only good things. Hi, nice to meet you. Hi. Ich hatte gerade mein Studium angefangen, wollte Sportlehrer werden, dann habe ich gewechselt und bin Outdoor-Guide geworden. Das macht hier draußen einfach viel mehr Sinn. Bist du froh, dass du dich umentschieden hast? Ja, total froh. Aktuell hoffen die beiden mit der Scherengarten-Stiftung einen Pachtvertrag über 20 Jahre abschließen zu können. Sounds like a cool project. Gutes Projekt und Streit gibt's wahrscheinlich nie, ne? Never trouble, no practical difficulties. Nein, hier scheint jeden Tag die Sonne. Aber ehrlich, man lernt so viel. Und zumindest ich habe schon gesagt, wenn das mal zu Ende sein sollte, sowas mache ich nie wieder. Hier ist so viel Seele drin, ich hoffe, das hält ewig. We have poured so much soul into this, so I think it's for the long run. In der Vorsaison ist es noch ruhig. Über die Sommermonate werden es bis zu 1500 Boote und mehr als 6000 Gäste. Die Insel ist seit dem 17. Jahrhundert bewohnt. Bis 2008 lebte noch die Witwe eines Fischers auf der Insel. Sie verkaufte das Gut Branchare an die Scherengarten-Stiftung, die mit der Vermietung bis heute dafür sorgt, dass es belebt und bewirtschaftet wird. Das alte Haus des Fischers hat Simon für sich und seine Familie renoviert. Er ist gerade Papa geworden und ist der Einzige, der mit seiner Frau Ida das ganze Jahr auf Branchare lebt. Alle anderen pendeln zu Wohnungen auf den größeren Inseln. Als sie geboren war, hat sie nur im Kinderwagen geschlafen. Und hier ist nur eine gerade Strecke, 100 Meter lang. Und die bin ich dann 4-5 Stunden hin und zurück gefahren. Back and forth for a couple of months. Jag tror att många andra ser. Ich glaube, viele andere denken, dass es mutig war und dass es ein total anderes Leben ist. Aber für uns fühlt es sich ganz normal an. Wir gehen nicht umher und denken, oh, das ist hier ein total anderes Leben. Das Leben geht einfach weiter. Ida kennt das Haus schon aus Kindheitstagen. Ihre Familie war mit den Fischern befreundet. Wie Simon hat auch sie eine starke Verbindung zum Scherenmeer. Vor dem Baby hat sie im Shop auf der Insel gearbeitet. Jetzt macht sie eine Ausbildung zur Yogalehrerin, um Workshops anbieten zu können. Es ist kein Ort, der nur für Touristen im Sommer da ist, sondern wo man wirklich lebt und arbeitet. We were young when we moved here. Wir waren jung, als wir hergezogen sind. Wir hatten keine Angst, keinen Hund. We didn't have Und wir dachten, wir überleben alles und das ist gut. came here and you think you can survive anything, and I think that's a good. Then you're. Wenn du ruhig bist in allen Situationen, kann nichts passieren. Wenn du nervös wirst, solltest du vielleicht woanders hinziehen. Then you have to think of maybe changing things. Dass sie im Archipel nachhaltig leben und wirtschaften, das sind Vorgaben der Stiftung und des Biosphärenreservats, zu dem Branchare gehört. Linus erzählt mir, dass dieses rote Haus auf einer Nachbarinsel verrottet wäre, hätten es die Freunde nicht geholt und wieder aufgebaut. Ein paar Balken haben sie getauscht und etwas aufgestockt. Jetzt beherbergt es Café und Backstube. Aber warum bringt man ein 200 Jahre altes Haus von einer Insel auf eine andere? Das ist die Frage, um den Spirit herzubekommen. Wenn du nur neue Häuser baust,
hast du das einfach nicht mehr. Then you don't have the feeling anymore. And we like to feel the feeling when you come inside. Aber wenn du das Gefühl eines alten Dorfes halten willst, man hätte ein großes Restaurant bauen können. Das wäre sicher ein gutes Geschäft gewesen. Dann hätten wir aber das Gefühl der Insel zerstört. But then you also have damaged the feeling and the spirit of the islands. In der Backstube isst Linus am liebsten in den frühen Morgenstunden, wenn noch keiner wach ist. Dann backt er für den Eigenbedarf. Außerdem beliefern sie in der Sommersaison 3 Geschäfte im Archipel. Dann werden aber auch extra Bäcker eingestellt. So you have like they can go. It's really like good extra income, and when we Es ist wirklich ein gutes Extra-Einkommen. Die sind sehr beliebt hier und in den Shops. here, so and they're really popular in the shops also. So we have the small bread. Wir haben die kleinen Brote, die salzigen, die Zimtschnecken. And then we have the skärgårdslimpa, saaristolimpu. You have The what? saaristolimpu. It's a black bread. Das ist ein Schwarzbrot. Das ist auch recht süß. Ein salzig-süßer Mix. For the island, it's really important. Für die Insel ist es wichtig, dass wir das machen, weil die Kunden das wirklich schätzen. Appreciated from the customer's side. Deshalb haben sie auch gerade investiert in große Knetmaschinen und den neuen Ofen. Die Brötchen heute sind für die Freiwillige Feuerwehr Pargas, die sich zum jährlichen Vorsaisoncheck angekündigt hat. Weil es im Sommer meist sehr voll ist, testen sie verschiedene Möglichkeiten festzumachen. Heute den Fähranleger. Ich hoffe, wir können reden und kriegen Kaffee. Morjes. Ja, bra. Trevligt att ses. Morjes. Välkomna. Någon som vill ha. Die Einsatzkräfte müssen genau wissen, wie viele Gebäude auf der Insel sind, wo Gefahrgut wie beispielsweise Gas lagert und auch die Anzahl der Gäste wollen sie wissen. Die Unterhaltung Schwedisch. Ähnlich wie auf den nahegelegenen Ålandinseln sprechen die meisten Einwohner trotz finnischer Zugehörigkeit Schwedisch. Beide Sprachen sind in der Archipelgemeinde Pargas als Amtssprachen offiziell anerkannt. Wir sprechen gerade darüber, dass wir ihnen eine eigene Wasserpumpe bauen wollen. Mal sehen, was wir machen können. So let's see what we can do about it. So if we have fire here, they say from Korpu. Wenn es hier brennt, sagen sie, bräuchten sie von Korpu 1,5 Stunden. Eine Stunde von Nagu, von Kirjais vielleicht 35 Minuten oder so. Something like that. So we have to do Das erste müssten wir also hier machen. Good if we have more. Wäre schon gut, wenn wir mehr Ausrüstung auf der Insel hätten. Apropos Feuer. Don't push me in. Das Brennholz für ihre Sauna kommt in solchen Säcken mit der Fähre. 30 bis 40 jeden Sommer. Ich habe einfach Rohre gekauft und die gebogen. Das habe ich mir so ausgedacht. Dann noch 2 Reifen und dann habe ich es zusammengeschraubt. And then I bought 2 wheels and then from the hardware store and put it all together. Vorher hatten wir mal einen normalen Hänger. Wir mussten die Säcke leer machen, fahren und dann nochmal ausladen. So nehmen wir nur den Sack und los. Let's lift her up. Like that. How much do you, Ehrlich, honestly, wie oft nutzt du das Quad und wie oft läufst du? do you walk on the island? I walk a lot. Oh, ich laufe viel. But 50-50. Für ihr Unternehmen haben sie den östlichen Teil der Insel gepachtet. Der Rest ist Wildnis. Vom Hafen bis zur neuen Sauna sind es nicht mal 500 Meter. Ein kurzer Schotterweg. Straßen gibt es hier nicht, auch keine Autos. It fits. Das passt, vertrau mir.
Just need to trust that Ein Zentimeterchen war da noch Platz. right Yeah. where I wanted to draw him. The good thing with this, Das Gute ist, der Hänger ist so kurz, der dreht auf der Stelle. Hast du das etwa bedacht, als du es gebaut hast? Had it in mind when you built it? at some point, Ja, schon. Jemand sagte, mach ihn mal länger. Ich meinte, nee, kein Platz auf der Insel. Aber er ist schwerer zu fahren, weil er so kurz ist. well done. So, on the next. Zum Ende meines Arbeitstages auf Branchair heizt Simon für mich die Sauna an. Put that here. Yes, you can leave it there. Thank you. Am nächsten Tag geht es um 8 schon wieder weiter. Die Wäschesäcke müssen aufs Festland. Ready? Yeah. Der big deal, Stress, so we der need to have it Mann, running for a Mann, while. Mann. Und es ist noch nicht mal Hochsaison. You have to take me as well. I'll see you next summer. Wir sehen uns nächsten Sommer. Ich komme nach Deutschland. Innerhalb von 10 Jahren haben die beiden Schulfreunde aus einer alten Siedlung ein funktionierendes Business gemacht. Ihr Firmenname Living Archipelago, auf Deutsch lebendige Inselwelt, steht für genau den Ansatz, den auch die Verwaltung des Archipels verfolgt. Ja, eins ist auf jeden Fall klar hier im Archipel. Es ist immer gut, wenn man jemanden kennt, der ein Boot hat, right? Yes, yes. Etwa 30 Minuten dauert die Überfahrt Richtung Norden zu den Hauptinseln. Oh no, wait. Thank you. Thank you for It was a pleasure. Thank you very much. Thanks for all the help Danke für die Yes. Hilfe. Immer gerne. Hope you enjoyed Ich it. hoffe, du konntest die Insel genießen. Very much. And welcome back. Thank you. Bye bye. Bye bye. So, weiter geht's. Nach meinem Abenteuer auf Branchair geht's weiter auf der größten Inselgruppe Storlandet Richtung Nagu. Teilweise folge ich einer Pilgerroute mit mehr als 300 Kilometern ausgeschilderten Wegen. Oder ich gehe einfach Trampelpfade. Neben dem Tourismus ein weiteres wichtiges Standbein der Insulaner, die Landwirtschaft. Und so führt mich meine Tour auf den Winnerpagord im Nordwesten auf den Hof von Mats. Hi Mats, you need a hand. Yeah, of course. I could use. Fass gern mit an. Ich muss den Zaun reparieren, dass die Tiere meine Erdbeeren nicht fressen. This fence, so the deers and other animals don't get my strawberries. Mats Dahlén ist hier aufgewachsen, hat lange in Norwegen gelebt, war dort Profisportler im Orientierungslauf. Dann hatte er einen Bürojob in der IT-Branche. Als die Frage im Raum stand, wer den elterlichen Hof übernimmt, kam er zurück. Agriculture. I like it here. So, and I can't imagine any. Ich mag es hier. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. than to live here. So, Wenn du was hast, wovon du leben kannst, warum nicht? money from, Hier ist es doch schön. why not? It's a very nice place to live here. Der Hof ist aus dem 18. Jahrhundert, in 6. Generation in Familienbesitz. Mats hat ihn für seine Frau und seine 2 Kinder Stück für Stück restauriert. Um den Hof bewirtschaften zu können, hat der 47-Jährige sogar noch Landwirtschaft studiert. I'm hiding. Hier verstecke ich meine neuen Kartoffeln. Man fühlt so richtig, wie die warme Ja. Luft hier Ja. rauskommt. You feel the warm air. Yeah, yeah, we can go boat. Seine Frühkartoffeln wachsen am besten bei 15, 16 Grad, erklärt er. Die Plane schützt sie vor Frost. Sie sind eine Spezialität im Archipel. Not that big yet. Oh, kleine Kartoffel. You want them like this, then they are. Die sollen so klein bleiben. Dann isst du sie mit Butter und Hering. Then you eat them with some butter and maybe seal. Davon That's lebe what ich den I ganzen Sommer. live on during the summer.
Weil der Archipel mit Nährstoffeinträgen zu kämpfen hat, sind die Auflagen seitens der Gemeinde strenger geworden. Mats ist einer von nur noch 5 Kartoffelbauern. Früher waren es mehr als 20 hier auf der Insel. Darüber muss man nachdenken. Wir leben direkt am Wasser. Phosphor und Dünger, der ins Meer geht. Das ist ja nicht gut. Weil es ohne Dünger aber nicht geht, macht er bei einer 5-jährigen Studie des Biosphärenreservats mit, bei der Gips im Boden den Phosphor binden soll, damit auch folgende Generationen auf dem Hof wirtschaften können. Okay. Done? Yeah, now we're done. Thank you. Good. Thank you for the help. Yeah. We saved potatoes. Yeah. Ein weiteres Standbein der Familie schon immer, das hauseigene Sägewerk. Hier packt Mats Vater bis heute mit an. Mit dem Bau von Saunen und Holzhäusern sichern sie sich in den Wintermonaten etwa die Hälfte ihres Jahreseinkommens. Musst du das machen oder willst du es machen? Ich mache das lieber als die Feldarbeit. Um mir seine Wälder zu zeigen, holt Mats seinen Lieblingstraktor aus dem Schuppen. Do you think I can drive? Yeah, of course. Es ist ein Ford Super Dexter 3000 aus den 60er Jahren. Okay, what? Then you can see it's kind of. I have six tractors. It's quite. Ich habe 6 Traktoren. Ja, das sind viele für so einen kleinen Hof. 3 of them are very old. 3 sind super alt, aber warum sollte ich sie verkaufen? Solange sie funktionieren, kann ich sie doch nutzen. You can use them. Firmenstandbein Nummer 3 hat Mats in seinem Wald gebaut. Ein Ferienhaus für bis zu 6 Personen. It would be nice if more people maybe not stay here but to move here. Es wäre schön, wenn neue Menschen nicht nur hier Urlaub machen, sondern herziehen. Auch neue Leute, nicht nur die, die hier aufgewachsen sind. Die bringen neue Ideen. That was cool. Das war cool, Dankeschön. Gerne, deine erste Traktorfahrt. Ich nehme Mats Gedanken mit auf meine Reise durch den Archipel und mache mich auf die Suche nach anderen kreativen Insulanern. Im Hafen von Nagu treffe ich Sami Uottoninen. Er ist hier aufgewachsen. Einer derer, der Tradition der Gegend mit neuen Ideen verbindet. Mit der Taxamheten hat er ein Boot nachgebaut, das früher Lebensmittel und Tiere transportiert hat. Hi Sami. Oh, hi. Gerade baut er einen Sonnenschutz für Segelgäste. We no longer take, wir bringen schon lange keine Fracht mehr zum Festland. to the mainland. Naja, er nimmt ja mich mit. Exactly. Ja, jetzt sind es Passagiere. Obwohl das Boot technisch für alles zugelassen ist. Technically registered for other use too. Ein alter Schärenfrachter, nachhaltig gedacht. In die Heckkabine hat er sogar eine elektrische Toilette gebaut. It uses seawater. Wir nutzen Meerwasser, aber es geht in einen Tank, den wir leeren müssen. Also das geht nicht direkt ins Meer. No physical way to pump it out to the sea. And under the step. Ja, und unter der Stufe haben wir unser Recycling-System. Einweggeschirr kommt ihm gar nicht erst an Bord. Wir nutzen alte Tassen aus meinem Haus. Das ist meine Lieblingstasse. Die habe ich mit 7 von meinen Großeltern bekommen. Sami ist gelernter Schiffsbauingenieur. Aus Spaß hat er angefangen, historische Arbeitsschiffe der Region zu studieren.
Von der Taxameten gab es nur ein gemaltes Bild. Das war der Start in 1,5 Jahre Konstruktionsarbeit. Am Ende mit 11 Freunden, die den Schärenfrachter aus dem 19. Jahrhundert von Grund auf nachgebaut haben. Der Marinehistoriker und ich haben alles gezeichnet. Ich habe die Stabilitätstests gemacht, alles berechnet. Es ist gebaut nach EU-Regeln. Wir haben ein CE-Zertifikat und die Lizenz, dass wir Gäste mitnehmen dürfen. 3 verschiedene Bootstypen haben sie am Ende gemischt. Die Kabine ist von einem Fischerboot von 1815. Die Originalfrachtschiffe waren komplett offen, damit sie Tiere transportieren konnten. Die alte Gaffelform des Segels haben sie erhalten. Der Druckpunkt des Segels liegt durch den langen Baum relativ niedrig. Das heißt, es bräuchte viel mehr Kraft, das Boot zu kippen. Es kränkt nie mehr als 20 Grad. Ich meine, man wollte ja nicht, dass die Ware überall rumfliegt. Merchandise to fly all over the place. Wenn Sami heute mit Gästen segelt, ist er meist 3 Stunden unterwegs. Erklärt viel Geschichte, die Besonderheiten des Archipels, die Tiefen und Untiefen und die Windlöcher zwischen den Inseln. Wir legen auf Sailey an, einer Insel, deren Geschichte durch die immer noch erhaltene Heilanstalt geprägt ist. Im 16. und 18. Jahrhundert war sie Quarantäneort für Leprakranke. Dann bis 1962 Psychiatrie ausschließlich für Frauen. Heute sind hier Marineforschung und ein Museum untergebracht. Wer will, könnte auch übernachten. Ja, aber hier gibt es viele Geschichten über die Geister, die hier aus den Zeiten der Lepra ihr Unwesen treiben. Also ich weiß nicht. Schlafen könnte ich hier, glaube ich, nicht. Sami muss wieder los. Für mich geht's zurück zu den Hauptinseln. Okay, ferry is which Wo geht's jetzt zur Fähre? Zur Fähre geht's da lang. Das Boot liegt da. Thank you very much. Dankeschön, war cool. Thank you. Have a safe trip sailing. You too. Thanks. Enjoy. Thank See you. ya. Bye bye. Hey, hey. Zwischen Mai und September verkehren die kleinen Fähren mehrfach täglich. Wer ohne Boot oder Auto im Schärengarten unterwegs ist, kann auf der Ringstraße auch gut den Bus nehmen. Die großen Autofähren zwischen den Hauptinseln fahren 24 Stunden und sind kostenlos. Aber Achtung! Einige Verbindungen im Außenarchipel sind in den Wintermonaten Oktober bis April eingestellt. Ansonsten geht hier mit Zeit auch alles ganz gut zu Fuß. Mein nächster Stopp auf der nächstgrößeren Insel Kyrklandet, ein Bed and Breakfast in der Nähe von Korpo mit der ganz persönlichen Geschichte von Jonna und Jocke. Willkommen, ich zeige dir dein Zimmer. Wie du siehst, ist es eine Zeitreise in die 70er. So ein Tisch und solche Stühle hatte meine Oma. Als ich den gesehen habe, da wusste ich, den muss ich haben. Das Licht funktioniert auch überall. Ganz viele Gäste aus Finnland sagen, dass ihre Eltern auch so ein Bett hatten. Gardinen sind am schwierigsten zu finden, weil die meisten einfach ausgeblichen sind. Ja, die Farben bleichen aus.
Das Haus haben sie entdeckt, als hier ein 70er-Jahre-Flohmarkt war. Als es später zum Verkauf stand, haben sie zugeschlagen. Baujahr 1966. Für die original alten Küchenmöbel sind sie 400 Kilometer gefahren. Geklaut würde übrigens noch nie etwas. Die Gäste bringen eher noch was mit. In the 70s, every electronics television. In den 70ern hatte Finnland eigene Marken, eigene Fernseher, Elektrogeräte, Möbel. Alles wurde hier in Finnland gebaut, Toilettensitze, einfach alles. Wir hatten unsere eigenen Marken, Schweden hatte eigene und ihr in Deutschland wahrscheinlich auch. Selbst die Gardinen waren von hier. Das ist ein großer Unterschied zu heute. Heute ist doch weltweit alles gleich. Und man kann auch alles benutzen. Unsere Gäste können alles benutzen, wenn sie hier sind. Man soll sich wie zu Hause fühlen. Alles das hier auch. Ein Jahr nach dem Kauf und viele Renovierungsstunden und Flohmärkte später war ihr Retro-Traumhaus perfekt. Es hat einfach Spaß gemacht. Wir wussten, wie es sein sollte. Wir hatten eine Vision. Wir haben alles selber gemacht. Wir hatten auch schon alles gekauft, bevor es so ein Trend wurde, dass jeder 70er-Jahre-Lampen wollte. Wir hatten sie schon, gerade rechtzeitig. Heute sind die super teuer, das haben wir genau abgepasst. Auf der Suche nach Ersatzteilen für Jockes Pontiac Firebird 1968 auf großen Oldtimer-Treffen entstand ihr Faible für Vintage-Möbel. Jonna ist im Homeoffice für den Vertrieb von Brandschutzlösungen zuständig. Er verdient sein Geld mit allem, was man mit Werkzeugen bauen oder reparieren kann. Ihr Einkommen und ihr Self-Made-Aktionismus reichen für 2 Häuser, ein Auto, ein Boot. Luxus, könnte man meinen. Das ist normal. Die Leute haben ihre eigenen Boote, fahren zum Fischen raus, entdecken die Inseln. So ist das hier. Wir fahren zu einer kleineren Insel 10 Minuten von Korpo entfernt. Haus Nummer 3 haben die beiden unverhofft geerbt. Auch hier Mid-Century-Charme, wohin man schaut. Die Farben machen glücklich, sagen die beiden. Ich bin hier manchmal mit den Hunden alleine, wenn Jocke arbeiten muss. Wo seid ihr am liebsten? Wir mögen beide Orte. Immer wenn wir hier weg müssen, fühlt sich das furchtbar an. Auch wenn wir auf dem Festland noch ein anderes schönes Haus haben. Und am Ende ist das hier auch eine Insel. Thanks for bringing us here. Welcome. Thanks. Thank you. Am nächsten Morgen in der Inselhauptstadt Korpo. 700 Menschen leben hier das ganze Jahr. Mein nächster Arbeitseinsatz ist im einzigen Supermarkt der Gegend und dem letzten, bevor sich die Inselwelt immer weiter zerklüftet. Good morning. Good morning. Good morning. Hi. Hi. Christine. Christian. So, today we have some potatoes. Ich habe heute Frühkartoffeln von der Nachbarinsel, Nagu. Ah. Sind die von Mats? Is it from Mats? This is not from Nein, die sind nicht von Mats. Chef Christian Eklund hat den Supermarkt vor 7 Jahren von seinem Vater übernommen. 5 Angestellte hat er das ganze Jahr. In der Saison sind sie 3-mal so viele. Zu kaufen gibt es so ziemlich alles, was es auf dem Festland auch gibt. Auch inseltypische Spezialitäten, wie eben die Kartoffeln. Das sind die ersten im ganzen Land. Die ersten im ganzen Land? Wie hast du das denn geschafft? Wir haben unsere Verbindungen. Apropos Verbindungen. Auch das Brot von Brandshare verkauft Christian.
Die News über lokale Spezialitäten gibt's auf Facebook und Instagram. Da sind wir stolz drauf, dass wir zeigen können, was wir hier produzieren können. Das ist Teil unserer Identität. Damit die Einwohner der abgelegenen Insel nicht jedes Mal zum Shop kommen müssen, bietet Christian einen Online-Bestellservice. Jeden Morgen um 8 packt der Chef höchstpersönlich die Tagesbestellung. One milk, cream, then we go eggs. 4 of those. Berliner, sehr gut. Do you know Weißt du, wo alles ist? You have to know. Ich sollte es wissen. Das macht alles viel leichter. Spaghetti. So, Done? Done. Mit 28 führt er als Supermarktleiter das Familienunternehmen weiter. Für ihn ein Traumjob. Die Auslieferungen macht er alle selbst. Die Kunden können bestimmte Zeiten wählen, je nach Fährenfahrplan. Weil alles so dicht beieinander ist, braucht Christian zu keinem Hafen länger als 10 Minuten. Did you miss the ferry? Hast du schon mal eine Fähre verpasst? One day? Irgendwann mal? Did it happen? It might happen. Es kann sein. Aber es kommt ja immer wieder eine neue. There's always a new coming. Put it in the shadow. Sobald die Box auf der Fähre steht, kriegen seine Kunden eine Nachricht, wann sie ihre Lieferung abholen können. Die nächste Bestellung liefere ich persönlich, denn die enthält auch mein Proviant für meinen nächsten Arbeitseinsatz. So, Thank you. Thanks a lot. It was a pleasure. It was a pleasure indeed. See you again. See you. Thanks. Bye bye. Bye bye. Dafür hat mich Christian im Hafen von Korpo rausgelassen. Hier warte ich darauf, vom Arbeitsschiff der Nationalparkverwaltung abgeholt zu werden. Von einem Walfinnen aus Bayern. Hi. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Darf ich dir gerade was abnehmen? Ja, unser Proviant. Dankeschön, super. So, darf ich dir helfen? Das? Ja. So. Bitte schön. Cool. Ja, willkommen. Komm erst mal rein. Jochen Müller ist der Einzige, den ich treffe, der zugezogen ist. Für seine Frau kam er als IT-Spezialist nach Helsinki. Weil er raus wollte aus dem Büro, machte er eine Ausbildung zum Umweltranger. Inzwischen ist er seit 7 Jahren für die finnische Forstverwaltung als eine Art Landschaftsgärtner unterwegs. So eine Park-Ranger-Arbeit, das habe ich mir schon als Kind vorgestellt. Das könnte Traumjob sein. Auch wir viele Naturdokumentationen angeschaut, die damals im Fernsehen liefen, alles Mögliche. Großes Vorbild war Jacques Cousteau. Also Unterwasser-Naturschutz, das mache ich jetzt nicht, aber ich mache trotzdem so im marinen Bereich oder zumindest den küstennahen Bereich Naturschutz, und das ist spannend. Unser Ziel? Sundholm, eine kleine Insel im Nordwesten. 1 Stunde Fahrt durch den Nebel. Ich weiß auch ohne Karte, wo ich lang fahre. Das ist also hier mein Hinterhof sozusagen. 1983 hat Finnland ein 500 Quadratkilometer großes Inselgebiet als Nationalpark ausgewiesen. Dieser Archipel zählt zu den artenreichsten Regionen Finnlands. Das Ziel? Die Natur auf den Inseln zu erhalten und zu vermeiden, dass sie als Privatbesitz nur als Sommerdomizil dienen. Sundholm ist eine Mischung aus Privatgrundstücken und Schutzgebiet. Seit einer Woche schneiden sie zu dritt eine dicht gewachsene Lichtung wieder frei. Das Gebiet war eine besondere Weidelandschaft, die zum Kulturerbe der Finnen gehört und die typisch hier für diese Inseln ist. Die Kiefern, die haben ja unten keine Äste. Das heißt, die beschatten den Grund nicht so stark. Bei den Fichten ist das natürlich ganz anders. Wenn die groß wachsen, sieht man da drüben noch, da ist außerhalb von dem Bereich hier, die machen den ganzen Boden dunkel. Und das ist der Grund, warum wir also in erster Linie die Fichten entfernen und die Kiefern dürfen stehen bleiben. Weil lange Jahre keine Tiere weiden durften, ist der Wald hochgewachsen. Jochen ist mit seinen Kollegen dafür zuständig, Platz zu schaffen. Für den Erhalt einer bedrohten Kulturlandschaft und zum Schutz eines seltenen Schmetterlings, dem größten Finnlands.
Also das hier ist der schwarze Apollo. Der lebt hier auf dieser Insel. Dessen Larven sind auf diese Lerchensporenarten spezialisiert. Und diese Lerchensporen brauchen offene Flächen, viel Licht, viel Wärme. Und deshalb öffnen wir den Wald wieder, dass diese Pflanzen hier mehr Lebensraum bekommen. Und dadurch natürlich auch die Ernährungsgrundlage für die Larven von diesem schwarzen Apollo. Alles für einen Schmetterling? Alles für einen Schmetterling. Von Sundholm fahren wir 10 Kilometer weiter nach Jungfruskär. Da fährt keine Fähre mehr, da kommt man also nur noch mit dem eigenen Boot hin oder, wenn man das möchte, mit einem Taxiboot. Die man, ähnlich einem Taxi bei uns, auf den großen Inseln buchen kann. Jungfruskär gehört zu den beliebtesten Zielen im Außenarchipel. Neben dem Gästehafen ein Grillplatz, ausgeschilderte Wege und Campingmöglichkeiten. 1999 hat die finnische Forstverwaltung die Insel vom Militär übernommen. Seitdem machen die Landschaftsgärtner hier, was sie auf Sundholm gerade angefangen haben. Hier die Weideflächen frei halten, was man schön sieht an den Blumen, an der Blumenwiese, die wir hier haben. Die Himmelschlüsselchen. Die Himmelschlüsselchen, ganz genau. Und was man hier mit den Bäumen gemacht hat, man hat hier früher für die Schafe als Winterfutter die Äste abgeschnitten, damit man da früher gut dran gekommen ist und ohne lange klettern zu müssen an die frischen Zweige gekommen ist. Macht man das heute immer noch? Das machen wir heute immer noch. Das machen wir aber nicht mehr als Futter für die Schafe, sondern nur noch zum Unterhalt und damit die Landschaft so bleibt, wie sie ist. Alle 5 Jahre werden die Bäume zurückgeschnitten. Dass die Blumen viel Platz zum Blühen haben, darum kümmern sich jedes Frühjahr und jeden Herbst mehr als 20 Freiwillige. Die treffen sich dann auf diesem Hof. Naturcamping mit Selbstverpflegung und dem Gefühl, etwas Gutes zu tun. Hast du Teller gefunden? Habe ich gefunden. Gib mal, ich nehme direkt her. Bitte schön, warte mal, ich nehme das bestimmt. Da kann jeder mitmachen, klar. Man muss sich im Prinzip nur anmelden, entweder beim WWF hier in Finnland oder beim Finnischen Naturschutzbund und da mitteilen, dass man gerne teilnehmen würde. Und dann kann man natürlich auch aus Deutschland hier teilnehmen. Cool. Oder dann einfach dich anrufen. Ja, einfach mich an. So, lass dir schmecken. Dankeschön, guten Appetit. Danke gleichfalls. Frisch gestärkt, kurz vor der Abreise will mir Jochen noch eine Besonderheit zeigen. Eine seltene Orchideenart, die durch ihren Einsatz auf der Insel wieder aufgeblüht ist. Das ist Holunderknabenkraut. Und die Samen, also wir nennen es Samenbank, die sich im Boden weiterhin befindet, die Samen können bis zu 100 Jahre überleben im Boden und dann erst anfangen zu blühen, wenn die Lebensbedingungen, die Lebensraumbedingungen so sind, dass die wieder Licht und Liebe bekommen hier. Das macht ja voll Hoffnung für vielleicht manch andere Orte, wo man wieder... Für andere Orte vielleicht auch Hoffnung, wenn man weiß, dass man also solche Biotope wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen kann. Cool. Ja, das wollte ich dir noch gezeigt haben heute. Sehr schön, das freut mich. Danke, Jochen. Und genau das ist es doch. Das Gefühl, dass man mit den richtigen Ideen, Liebe, ein bisschen Geduld und natürlich mit motivierten Menschen um einen rum immer etwas erreichen kann. Und genau dieses Gefühl, das nehmen wir aus dem finnischen Schärenmeer mit nach Hause. Tschüss, machen Sie es gut.